Du hast manchmal das Gefühl, dass manche so richtige Mondpreise haben. Haben sie auch. Haben sie auch. Viele Leute verlangen komplett überteuerte Preise für ihren Scheiß. Und die wissen auch haargenau, dass es nicht so viel wert ist. Die hoffen einfach drauf, dass irgendeiner es halt trotzdem kauft. Viele haben halt die Hoffnung, dass irgendeiner zu viel bezahlt, um ihre eigenen Verluste, die sie vielleicht beim Upgraden hatten, weil sie beim Upgraden zum Beispiel Pech hatten, was ja immer der springende Punkt beim Upgraden ist. Upgraden ist ja nichts anderes als Glücksspiel. Mit eben Glück und Pech. Und ich glaube, viele Leute probieren einfach, findest meine Party nicht? Jetzt. Ja, die wollen halt einfach ihre Verluste wieder reinholen. Und manche Leute, das habe ich auch schon mitbekommen, bei Flive, die wollen ihr Item eigentlich gar nicht wirklich verkaufen. Also nicht zwingend. Sondern sie wollen es einfach mal anbieten, um zu gucken, was würden sie denn kriegen. Und wenn dann einer ultra viel Geld bezahlt zum Beispiel, dann verkaufen sie. Also quasi sozusagen die Bedingung, dass sie verkaufen, ist, dass jemand overpaid. Und wenn halt keiner overpaid, dann verkaufen sie halt einfach nicht, weil sie wollten ja eigentlich eh nicht verkaufen. Also die schmeißen es einfach mal in den Raum, so, hey, das habe ich. Dann gucken sie, was wäre das denn jemandem wert? Und wenn es halt einer unbedingt haben will, dann verkaufen sie es halt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist halt ein bisschen nervig für Leute, die halt das wirklich kaufen wollen. Weil du merkst halt sofort, der will es eigentlich gar nicht wirklich verkaufen, beziehungsweise er will es auf jeden Fall nicht zu einem guten Preis verkaufen. Also aus deiner Sicht als Käufer zu einem guten Preis. Und das macht es dann halt einfach echt schwierig zu verhandeln, weil du schreibst halt irgendeinen Preis, wo du selber denkst, ja, das sollte fair sein. Für den Preis habe ich vielleicht schon mal ein Item gesehen. Und dann schreibst du ihm das und er sagt dann, zum Beispiel du schreibst 6 Milliarden und er schreibt dann, nö, ich will 8. Und du denkst dir so, was? 8? Wieso 8? Jeder andere verkauft für 6 oder 6,5 und er will 8. Was ist das? Und so ist es dann. Aber das wird immer besser werden, je mehr auf den Markt kommt. Und noch ist es halt ein bisschen zu früh dafür. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Also ich könnte mir so vorstellen, ab Juli. Das sind noch 3 Wochen, was echt viel Zeit ist. In der Zeit werden noch Hunderte bis Tausende, also jeden Tag werden Hunderte bis Tausende Giants getötet. Tausende Waffen gedroppt, sowohl Lusaka Crystal als auch Hernes. Und dann müsste es nochmal schon deutlich besser werden. Ich meine, das Problem ist natürlich, es kommen auch immer wieder weitere Leute nach, die auch natürlich Hernes haben wollen. Der Vorteil ist aber, dass die Leute, die nachkommen, eher nicht so viel Geld haben. Und dann auch nicht bereit sind, so viel Geld auszugeben, weil sie es gar nicht haben. Und erst recht sind sie nicht bereit, hunderte Euro in F-Coins aufzuladen, um das halt auszugleichen, dass sie das Geld nicht haben. Also dahingehend ist es wiederum gut. Also ja, sie kommen noch nach und sie kommen jetzt quasi noch dazu. Aber die haben halt auch nicht das Geld. Ist ja das gleiche wie bei Bloody-Waffen eigentlich. Naja gut, bisschen anders als bei Bloody-Waffen. Bloody-Waffen wurden halt Massen gecraftet. Das ist schon nochmal ein bisschen anders, ja. Aber vom Prinzip her ist es zumindest ähnlich. Bei Bloody-Waffen passiert der Prozess, der läuft halt viel schneller ab, weil sie halt Massen gecraftet werden. Und bei Hernes und Lusaka Crystal dauert es halt einfach ein bisschen länger. Aber der Prozess ist theoretisch der gleiche. Es müssen halt einfach nur genug Waffen existieren, dass man halt mehr Möglichkeiten hat. Was natürlich auch helfen würde, wäre das Update. Theoretisch. Weil wenn es jetzt dann nochmal neue Waffen gäbe, wird es noch mehr Leute geben, die ihre alten Hernes-Waffen zum Beispiel verkaufen würden. Bei Lusaka Crystal eher weniger, weil Lusaka Crystal werden ja viele Leute dann in Gold verwandeln. Und die goldenen kann man dann nicht mehr verkaufen. Also die sind dann für immer weg, die goldenen. Aber vor allem Hernes-Waffen wird es dann irgendwann so sein, wenn zum Beispiel eine neue Waffe kommt, die auch Waterbomb-Effekt hat. Was ja passieren könnte, was ja logisch wäre, wenn sie neue Waffen machen. Dass eine davon auch wieder sowas wie Waterbomb hat. Das würde natürlich auch nochmal extrem helfen. Weil es gibt natürlich schon sehr viele Leute, die mit Hernes-Waffen rumlaufen. Und auch Lusaka Crystal. Aber viele wollen es natürlich auch nicht verkaufen, weil sie brauchen die Waffe ja selber zum Spielen.
Aber wenn es plötzlich nochmal eine ganz neue Waffe, die es bis jetzt gar nicht gäbe, würde das natürlich auch nochmal weiterhelfen. Aber ich denke, das mit dem Update wird noch ein bisschen dauern. Das wird nicht so schnell passieren. Also auch die Ankündigung davon wird nicht so schnell passieren. Davon sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel erst so um die Level 100 ist oder so und auch wirklich noch so einen Monat oder länger braucht für Level 150, dann ist man eigentlich schon in einer ziemlich guten Position, sich das Zeug dann echt günstig kaufen zu können. Einzige Problem ist halt, dass du auf dem Level halt auch kein Geld verdienst. Und wenn du so langsam in Anführungszeichen spielst, also nicht böse gemeint, sondern einfach, warum auch immer, dann ist es natürlich auch schwierig mit Geld verdienen und vor allem, wenn die Inflation mal wieder anfängt, mit der Inflation mitzuhalten. Eigentlich ist das sogar unmöglich fast. Weil du auf dem Level halt auch einfach fast nichts machen kannst. Außer Envy auch schwer farmen. Aber gut, dann müsstest du Level 90 maximal sein, nicht 100. Das machen ja auch viele Leute. Ich wette, es gibt Leute auf FEC, die haben sehr viel mehr Geld, als ich jemals hatte und sind nicht mal Level 100. Hauptsächlich halt die Leute, die 24/7 Envy die ganze Zeit grinden. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Meine Self-Buffs sind abgelaufen. Oh Mann. Jester hat gerade komplett aufs Maul bekommen. Ja. Auf Burodeng habe ich gestern auch einen sehr interessanten Shop gesehen. Also wirklich, das war auch crazy. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt möglich ist. Also, ich weiß schon, wie es möglich ist. Der hatte 500 Ultimate Jewel Boxen. Der hatte jede B-Karte 100 bis 300 Mal. Also der hatte wirklich einen Shop. Und die Preise waren zwar etwas teuriger, aber jetzt halt keine Mondpreise. Und ich wette, der hatte Items in dem Shop im Wert von 50, 60 Milliarden oder so. Also umgerechnet so 4.000, 5.000 Euro. Einfach nur Karten, Jewelboxen, die ganze Scheiße halt aus Dungeons. Und was ich aber komisch fand daran, jetzt nicht so komisch, dass er das hatte, sondern, ich meine, kann auch sein, dass der Shop-Char vielleicht von der ganzen Gilde war. Also es waren so viele Items, das war fast schon unmenschlich. Und, also, es muss fast der Char von mehreren Leuten gewesen sein. Wenn das der Char von einer Person ist, dann wäre das halt wirklich so gefühlt ein Jahr Dungeons farmen, so. Also, no joke, das wäre echt viel. Also, es war echt viel. Ich kann euch nachher mal zeigen, wenn ich dran denke. By the way, 24 Minuten bis zum World Boss. Oh, falls er noch da ist. Und, ich habe mich aber so gefragt, also ich meine, klar, okay, der hat halt offensichtlich, farmt der halt nicht, also er macht halt wahrscheinlich den ganzen Tag nur Dungeon Runs. Jeden Tag, den ganzen Tag mit verschiedenen Chars auf verschiedenen Leveln. Also ein paar Envy Hard Chars und ein paar Envy Cursed Chars. So, also vom grundsätzlichen Prinzip verstehe ich schon natürlich, woher das kommt oder ja, grindet halt. Aber was ich jetzt so faszinierend oder merkwürdig fand, war halt, dass er das alles noch hatte. Weil ich meine, du farmst ja nicht wirklich monatelang Dungeons und wartest die ganze Zeit mit Verkaufen und stellst es dann alles in den Shop. Vor allem jetzt momentan ist die Wirtschaft auf Burodeng ja auch ein bisschen, also nicht tot, aber es hat viel weniger Nachfrage und so. Also du würdest ja eigentlich probieren, das möglichst laufend zu verkaufen, sonst bringt dir das Dungeon Farm ja gar nichts. Ich meine, was bringt es dir, jeden Tag 10 mal Envy zu machen, 5 mal auf Hard und 5 mal auf Cursed oder so? Wenn du dann nie was verkaufst, dann kommt ja auch kein Geld rein. Stattdessen wartest du, bis du wirklich Unmengen an Items hast und packst die alle auf einmal in den Shop. Die kauft ja auch kein Mensch alle auf einmal. Ich meine, wer zum Teufel kauft einfach mal so für 10 Milliarden 500 Ultimate Jewel Boxen? Wer zum Teufel kauft 300 Electric B-Karten? Das macht ja keiner. Also das war so das, was ich mich dann gefragt habe. Wieso der nicht laufend verkauft hat und halt dann auch ja, irgendwann mal Preise verringern und so. Weil ich meine, bevor du da auf 500 Boxen oder Karten oder sonst was hockst, hätte ich halt dann doch lieber das Geld. Dann gib mir 10% weniger, dann hätte ich trotzdem gerne die 9 Milliarden oder was auch immer. Aber wie gesagt, vielleicht auch der Char von der ganzen Gilde oder von der ganzen Farmgruppe oder so, keine Ahnung. War auf jeden Fall etwas spektakulär. Also wenn es den Shop jetzt auf FEC gäbe, er wäre automatisch der reichste Spieler im Spiel wahrscheinlich. Das wäre unmenschlich viel Geld wert auf dem Server hier. Aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, also wenn jetzt jemand Level 90 ist und sich 5 Envy-Chars gemacht hat und die ganze Zeit nur Envy auf Hard macht, jeden Tag 5 Stunden, immer abwechselnd 20 Minuten Runs und so,
Dann hat er höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Geld, als ich jemals hatte auf diesem Server.